Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Das ist der erste Tag an unserem neuen Haus und jetzt werden wir von unseren neuen Nachbarn total in Beschlag genommen. Wie wir euch bestimmt schon mal erzählt haben, ist das Grundstück recht groß und zieht sich bis nach da ganz oben. Und der Lino, unser Nachbar, der will uns jetzt mal das obere Grundstück zeigen. Ich habe schon gedacht, man kommt da niemals hin ohne Bergsteigerausrüstung. Aber er sagte mir, oh, pas de Problem. Oh, und jetzt gehen wir da einfach mal gucken. Ne, dort werde ich dann auch mal ein bisschen filmen, damit wir das dokumentieren können. Ja, das ist der erste Tag hier. Ja. Aber es wartet noch eine Höllenarbeit auf uns. Packen wir es an, ne? Oder fangen schon mal an oder so. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Ne? Ja, jetzt sind wir schnell mit Gino vom Haus weggefahren. Er wollte uns da ein paar Sachen zeigen, hat uns entführt, um uns ein paar Aussichtspunkte hier noch zu zeigen und so. Ja gut, die kennen wir natürlich alle schon, weil ja, wir sind quasi in Santana hier zu Hause, aber die Plätze sind natürlich trotzdem schön. Ne? Ja, aber die werdet ihr alle noch genau kennenlernen, falls ihr mal die Insel besucht oder in einem von unseren Videos. Wir werden noch ausführliche Videos über einzelne Plätze auf der Insel machen. Ich sehe das schon kommen, das wären hunderte von Videos. Ja, dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir wieder zurück zum Haus kommen, weil wir haben da noch viel zu erledigen, aber ja, Lino wollte uns halt ein bisschen entführen und zu einem Bierchen einladen und so, ja. Aber wir sind ein bisschen gestresst und müssen zusehen, dass wir in den restlichen Tagen halt hier noch ein paar Sachen erledigen können. Ne? Tja, sonst müssen wir uns halt ein klein bisschen abkapseln und ja, aber das kriegen wir schon hin. Ne? Ja, dann wollen wir mal zusehen, dass wir wieder zum Haus kommen. Bis später. Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Da kann die Judith jetzt mal unsere Haustür aufschließen, würde ich sagen. Mit welchem Schlüssel machen wir das denn? Das sind so viele. Den ersten. Den ersten. Gut, dann nehmen wir den ersten. Ja, da sind wir jetzt in unserem Haus hier, hä? Ja, hier werden wir noch ein bisschen was lüften müssen, natürlich. Ja. Boah, die haben alles rausgeräumt schon, ne? Mhm. Und dann Licht fehlt im Moment auch ein wenig. Ja. Ja. Ça, c'est la maison. Es gibt viel zu tun. Sehr viel zu tun. Ja, und die Türen sind auch sehr klein natürlich. Ja. Das hier wird alles drin bleiben. Ja, dann können wir euch gleich die einzelnen Räume zeigen. Ja. Das müssen wir wohl aufmachen für das Licht. Yep. Und das machen wir auch jetzt mal. Ja. Dann führe ich euch mal schnell durch das Haus. Hier ist der Haupteingang. Alle Türen recht niedrig natürlich, ne? Ja. Die Schränke hier, die können raus. Gehen wir erstmal in die Küche. Hier ist das Schränkchen mit einem Telefon noch. Mit einem Gigaset. Ja, das Telefon müssen wir natürlich auch anmelden. Tja, hier ist noch ein kleines Fenster. Ja, es ist so viel zu tun noch, so viel zu tun noch. Okay. Ja, und das ist die Küche hier. Hier steht noch ein kleines Schränkchen, das kommt raus. Hier ist
Der alte rustikale Ofen, den sieht man jetzt recht schlecht, weil hier wenig Licht ist. Ja, da können wir dann Brot backen, das schaue ich mir auch gleich nochmal von außen an. Ja, hier kommt dann noch ein Elektroherd hin. Neues Spülbecken, ja, das kommt alles raus. Alles raus. Hier die Spüle wird abgerissen. Hier machen wir uns eine richtig schöne Küche hin. Hier auch in dieser Ecke, hier machen wir uns eine schöne Küche. Mit Ablagefläche. Ja, die Küche wird wirklich eine Aufgabe. Oder haben wir sogar Licht? Oh, wir haben sogar Licht. Ja, Strom werden wir ummelden, ja. Und dann hier die Tür, die nach draußen führt, ja, die werden wir zumauern. Alle Kacheln neu. Vielleicht behalten wir sogar noch ein paar Kacheln, müssen wir sehen, wie wir die abbekommen. Weil alte Kacheln sind natürlich schon gefragt, ne? Ja, gibt's was Arbeit. Die ganzen Leitungen hier, Unterputz will ich die haben. Ja, und hier ist alte Toilette. Ne? Tja, das können wir als Abstellraum nehmen. Werden wir noch von außen abisolieren. Tja, ist halt auch verwohnt und so, ne? Ja, nach all den Jahrzehnten. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Die Küche wird auf jeden Fall eine Aufgabe werden. Ja. Ja, die Türen und so, ja, sollten kein großes Problem darstellen, die auch neu zu machen. Abbeizen und neu. Ja, diese Sache müssen wir uns mit dem Detlef angucken. Ja, hier die Leitung ist natürlich schlimm. Ist natürlich alles schlimm. Einfach die Wand entlang und übergestrichen. Ja, das geht nicht, ne? Das will ich anders. Alles unter Putz. Hier Kacheln könnte man natürlich theoretisch lassen. Aber ja. Hier ist Bad. Ja, und wenn wir das Bad natürlich nach unten verlegen, dann könnte man hierhin das Wohnzimmer natürlich auch noch vergrößern. Ja, da gibt's Arbeit.
Naja, aber es sieht auf jeden Fall schon mal benutzbar aus. Ne? Aber ja, alles raus. Alles raus. Die Kacheln sind natürlich schon nicht schlecht. Da muss man sehen, welche man davon retten kann. Ne? Aber definitiv halt alles neu. Alles neu. Alles muss neu. Tja, hier ist der Flur zum Bad. Ja, das könnte man eigentlich alles rausrupfen. Das könnte man alles rausrupfen. Und hier das Wohnzimmer, ja. Und hier aus dieser Tür, da müssen wir auch noch was machen. Noch keine Ahnung was. Da geht halt die Treppe von außen hier zu dieser Tür hoch. Ich glaube, dafür haben wir nicht mal einen Schlüssel. Das müssen wir auch sehen, was wir hier raus machen. Eventuell einfach ein großes Fenster hier rein. Tja, das ist das Wohnzimmer, ne? Es ist nicht besonders breit, vielleicht insgesamt 3 Meter breit hier an dieser Stelle. Ne? Aber dafür halt, ja, keine Ahnung, wie viele Meter das sind. 8, 9 Meter ist das lang. Ja. Und hier hinter dieser Wand ist halt noch ein anderer Raum und den müssen wir nutzen. Den müssen wir nutzen. Und da müssen wir mit dem Architekten halt reden, wie wir diesen Raum hier noch einbinden können. Weil dieser Raum ist jetzt einfach überhaupt nicht genutzt. Ne, dort durch diese Wand müssen wir halt noch irgendwas. Da muss da oben ein Träger rein und dann kann man hier einen Durchbruch machen. Hier unten drunter sind halt die großen Kellerräume mit dem Holzboden. Ja, an diesem Holzboden müssen wir auch noch was machen. Ja, hier ist der erste Schlafraum, der ist auch groß, ne? Dort zum Wohnzimmer. Ja, da gibt es genug Ideen, die wir sammeln können. Eventuell können wir auch hier noch ein erweitertes Wohnzimmer machen. Und hier auch, dass das quasi ein durchgehender Living Room wird. Hallo! Ne? Weil wir brauchen natürlich nur 2 Schlafräume.
hier ist eben ein Schlafraum. Den werden wir wohl nutzen. Die Größe ist auch okay für einen Schlafraum. Und hier nebenan ist ein Schlafraum. Ja, aber die Räume sind schon gebastelt, ne? Ja, da unten ist die Garage. Und die ist riesig, ne? Die ist riesig. Die ist schon ziemlich groß. Und hier gibt es so viel, was man machen muss. Die ganzen Pflanzen, das ganze Grün. Hier kann man stundenlang mit dem Kercher durchgehen, ne? Ja, und da werden wir auch mit dem Kercher durchgehen. Ja, da sind schon Avocados dran. Aber nicht so viele. Oder nee, das sind Pipinella. Das sind Pipinella. Dieses Jahr scheint es gar nicht so viele Avocados zu geben. Ja, solche Baustahlstangen, die brauchen wir. Die brauchen wir. Boah, so viel zu tun. Krass. Oh, was ist denn da? Ja. Also hier die beiden Schlafzimmer erstmal hin, das wäre natürlich schon gar nicht so übel. Und dann mal gucken, was man aus diesen beiden Räumen hier machen kann. Ne? Auskauft. Das wäre toll. Bezweifle ich zwar, aber womöglich kann man sie mehr auftun. Also diese Mauer kann man nicht öffnen, die ist so breit. Aber das schon. Das kann man auch machen. Ja. Ich meine, schließlich haben sie hier auch die Mauer geöffnet, um diese Tür einzusetzen. Ja, ja. Ne? Ja, gut. Da wird dem Detlef irgendwas einfallen müssen. Ja. Ne? Jo. Weil wenn wir hier draus dann ein riesiges Wohnzimmer bekommen, dann kriegt das schon Loft-Charakter, ne? Ja. Dann haben wir dort dann 2 Schlafzimmer und hier ein großes Wohnzimmer. Und unten dann 2, 3 Schlafzimmer. Räume. Für was auch immer. Ne? Ja. Schon krass. Aber ja, ist alt, ne? Es gibt viel Arbeit. Boah. Allein die ganzen Stromleitungen und ja. Aber das wird auf jeden Fall nicht so teuer wie in der Schweiz. Ne? Ja, die Schlafräume sind okay.
Und der Holzboden ist jetzt auch nicht so, dass der gefährlich wäre oder irgendwie sowas. Ne? Also man könnte hier eigentlich direkt schon einziehen, schlafen theoretisch, aber ja, die haben noch so viele verschiedene Bodenmaterialien drauf. Ja, und hier ist dann der Durchgang zur Küche. Ne? Ja. Hier geht es zum Keller runter, die Treppe, aber ja. Die würde ich jetzt nicht so gerne gehen. Die gucken wir uns gleich von unten an. Ja, auch die Lichtschalter und so. Die würde ich jetzt nicht betätigen wollen. Ja. Ja, bis auf ein paar Ausdünstungen an den Mauern, besonders da hinten in diesem Kabuff dort. Ja. Eigentlich kein Schimmel oder irgendwie sowas. So. Man kann wirbeln, ne? Und das wird viel pro. Sobald der Detlef dann die Pläne hat, dann direkt wieder hier hin und dann mit den Unternehmen die ganzen Sachen angucken, mit Kostenvoranschlägen und so. Ja. Und die Connections werden wir direkt nächste Woche knüpfen. Heute ist Sonntag, morgen ist Feiertag, also ab Dienstag können wir Gas geben. Ne? Wollt ihr mal sehen, wie die Türen hoch sind? Ja, so hoch sind die Türen. Ja, die Mandarenser sind halt nicht die größten. Hä? Ja, werden wir was machen. Tja, bekommt den Einblick. Krasses Projekt. Aber gute Bausubstanz. Gute Bausubstanz. Alles abnehmen, alles neu verputzen. Ja, ein paar Quadratmeter haben wir hier schon, ne? Ja, die Stromleitung und ja. Hier war wohl auch mal eine Tür. Fenster. War schon immer eine Fenster? Ja, weil hier ist halt so ein Einschnitt, ne? Ja. Ach, Ja, war wohl doch immer ein Fenster. Ja. Das haben sie halt hier rausgeschnitten, weil die Mauer halt so dick war, weil das hier ist ja das alte Haus noch, ne? Mhm. Mit dieser mega dicken Mauer aus Naturstein. Puh. wir haben übrigens eine Ananas im Garten. Oh, wir haben eine Ananas im Garten. Ja. Ui. Ja, da müssen wir gleich mal ein bisschen durch den Garten gucken. Ne? Aber ich bin mit dem oberen Stock noch nicht ganz fertig. Hier noch ein wenig zu analysieren. Moskitospray, tja, da werden wir uns auch was einfallen lassen.
Tja, so guckt man halt aus dem Schlafzimmerfenster, ne? Tja, ist okay. Es ist okay. Ja, so viel zum oberen Stock, hä? Und jetzt gleich mal ein bisschen durch den Garten hier gehen, gucken. Weil wir haben zwar schon den Garten gesehen und so, aber noch nie im Detail. Da werden sich jetzt noch Wunder auftun. Tja, hier ist auch noch ein riesiges Becken. Wofür haben sie das denn immer benutzt? Als temporärer Wasserspeicher, nehme ich an. Vielleicht noch zum Wäschewaschen. Oder zum Wäsche, genau. Zum Wäschewaschen haben sie das deine benutzt. Goldfische und so. Ja, hier kann man einen Teich draus machen. Obwohl, ja, bei den ganzen Moskitos und so, ne? So. Ja, da können wir mal in den Garten Ja, rein. im Moment regnet es gerade. Im Moment regnet es, das ist so. Vielleicht Dann macht nach das nicht so unten viel. die Räume. Gehen wir gleich unten nochmal. Und ich mache erstmal eine Pause. Schon wieder fast eine halbe Stunde oben die Räume gefilmt. Ja, so sieht das aus. Unser neues Leben in Madeira. Wer hätte das gedacht, noch vor kurzer Zeit? Tja. Boah. Ja, kleine Banane. Och, guck mal da. Und eine kleine Bananenblüte und überhaupt. Ja, das ist unsers, ne? Pff. Ja. Ich mache hier erstmal Pause von den oberen Räumen. Ja. Sprüche spare ich mir jetzt einfach mal. Bis später.